Hallöchen ihr Lieben und willkommen zurück zu einer neuen Anleitung. Für diesen Pullover benötigt ihr euren Brustumfang oder wenn ihr sagt, eure Hüfte ist breiter, dann euren Hüftumfang. Ich gehe hier wie immer für eine Pullovergröße M, Größe 38 aus und da habe ich regulär 100 cm, die ich anschlage. Egal was für eine Maße ihr heraus habt bei euch, plus 5 cm, denn wir möchten, dass der Pulli ja schön locker sitzt. Also werde ich 105 cm anschlagen. So, dann schlagen wir jetzt gleich eine Luftmaschenkette oder direkte Kette an. Und diese Maschenanzahl, die ihr benötigt, um auf eure Zentimeterangaben zu kommen, die sollte teilbar durch 8 sein. Bei meinem Pullover habe ich bei 105 cm ungefähr 184 Maschen angeschlagen. So, das Ganze häkel ich mit diesem Farbverlaufsbobbel mit Lurex-Faden und einer 3,5er Nadel. Wie immer gilt, alle Angaben zur Wolle, Nadelstärke und Verbrauch findet ihr wie immer unterm Video in der Infobox. So, ich beginne mit 3 Luftmaschen, mache einen Umschlag und gehe in die erste Masche zurück. Ziehe beide Laschen auf gleiche Höhe durch die erste, um den Boden für die Masche zu häkeln, dann durch 2 und nochmal durch 2 für ein Stäbchen. Und somit haben wir schon unser erstes Stäbchen gehäkelt. Optisch 2, dann ein Umschlag und jetzt hat sich hier eine Masche gebildet. Da stecht ihr komplett ein. Holt den Faden durch, zieht alle Laschen wieder auf gleiche Höhe, durch die erste Lasche, um den Boden für das Stäbchen zu häkeln, dann durch 2 und durch 2. Wem das Ganze zu schnell ist, vom PC aus unten rechts am Bildschirmrand ist ein Zahnrad, da könnt ihr die Sequenz langsamer stellen oder halt schneller, einfach auf eure Geschwindigkeit anpassen. So. Noch einmal einen Umschlag. Einstechen in die nächste gebildete Masche, Faden holen, Laschen auf gleiche Höhe ziehen, durch die erste, durch 2 und durch 2. So. Ihr könnt auch einfach nur eine Luftmaschenkette machen und dann Stäbchen zurückhäkeln. Mit dieser direkten Kette erspare ich mir diese Hin- und Rückreihe und habe direkt eine Kette aus Stäbchen, die zudem auch sehr flexibel ist. Solltet ihr mit einer Luftmaschenkette anfangen wollen, dann geht bitte eine halbe bis ganze Nadelstärke höher, schlagt die Luftmaschenkette an und geht dann erst auf die 3,5. So bleibt die Kette auch schön elastisch. Ja, und ich werde jetzt hier erst einmal meine 184 Stäbchen anschlagen. Jo, und dann sehen wir uns wieder, wenn ich soweit bin. Und wie ihr seht, schön elastisch. Nach 184 Stäbchen habe ich meine 105 cm Brustumfang in etwa erreicht. Nun ist die Kette auch dick genug bzw. breit genug, um das Ganze unverdreht zusammenfügen zu können. So ersparen wir uns dann am Ende das Vernähen. So. Und dann schließe ich zuallererst mit einer Kettmasche. So. Und dann kann ich den Marker hier nehmen, um das Ganze hier unten zu fixieren. Dann kann sich das auch erstmal nicht verdrehen. Ich beginne mit 2 Luftmaschen,
So, Wende. Hier ist auch mal wichtig, in jeder Reihe die Richtung zu drehen. Denn so bleibt die Naht dann schön in der Mitte. So, dieses Stäbchen gehört zu diesem Stäbchen. Dann nehmen wir das daneben. Und behäkeln jetzt die nächsten 4 Stäbchen als Relief. Das heißt, einen Umschlag um das Stäbchen herum nach vorne ziehen und ein Stäbchen abhäkeln. Hier am besten direkt den Marker setzen in die erste Masche. So wisst ihr am Ende, wo ihr mit einer Kettmasche schließen müsst. Einen Umschlag, also um das Stäbchen herum, nach vorne ziehen und ein Stäbchen. Vier Stück. So. Als nächstes kommen 4 normale Stäbchen. Die nächsten 4 als normale Stäbchen abhäkeln. Dazu versuche ich recht mittig ins Stäbchen einzustechen. Ihr müsst mal schauen, ihr habt ja hier oben diese 2 Laschen und hier drunter ist noch eine schräg. Und wenn ihr da einstecht, stecht ihr eigentlich perfekt mittig in dem Stäbchen ein. So. Also hier nochmal. So. Und zwar hier diese kleine Querlasche. Dann habt ihr somit 3 Laschen nämlich auf der Nadel. Und seid perfekt mittig. So, die nächsten 4 werden wieder als Relief nach vorne abgehäkelt. Und die nächsten 4 wieder als normale Stäbchen. Schön mittig einstechen. Dann wieder 4 Relief. Und dann noch wieder 4 normale. Und so behäkeln wir jetzt erst einmal die ganze Reihe einmal rum. So sieht es dann aus. Dann haben wir immer diese schönen kleinen Vorwölbungen. So, am runden Ende müsstet ihr eigentlich dann mit normalen Stäbchen auskommen. So. 3 normale Stäbchen und die Anfangsluftmaschen ergeben ja das 4. Stäbchen. Also schließen wir darüber jetzt mit einer Kettmasche. So. Hier die Relief und da die normalen. So, jetzt machen wir wieder 2 Luftmaschen, wenden. Wie gesagt, in jeder Runde die Richtung wechseln. Und wir beginnen hier jetzt wieder mit unseren normalen Stäbchen. 3 normale Stäbchen. Danach kommen die Reliefstäbchen. Diese zeigen jetzt nach hinten. Also müssen wir jetzt 4 Reliefstäbchen nach hinten abwickeln. Einen Umschlag um das Stäbchen herum nach hinten ziehen und ein Stäbchen abhäkeln. Dann kommen jetzt wieder 4 normale Stäbchen.
und wieder 4 Stäbchen nach hinten, also 4 Reliefstäbchen. So, und diese 3 Reihen reichen eigentlich schon, um ein schönes Schachbrettmuster zu erzeugen. Also werde ich nach jeder dritten Reihe das Muster wechseln. Wie ihr seht, kann man das jetzt schon eigentlich schön erkennen. So, hier bin ich jetzt einmal rum, schließe wieder mit einer Kettmasche, mache meine 2 Luftmaschen, wenden und nun nach der dritten Reihe, ist jetzt die dritte, wechsle ich das Muster. Das heißt, diese Relief die 4 und diese normalen Stäbchen vertausche ich jetzt. Also wir haben jetzt hier 4 Relief, also steche ich über die 4 Relief ganz normal ein und mache meine 4 Stäbchen. Und hier setze ich mir am besten auch einen Marker, einen andersfarbigen, damit ich weiß, das ist die Reihe, wo ich die Musterung gewechselt habe. Setze ich mir hier am Fuß vom ersten Stäbchen. So, da beginnt die Reihe. Und dann weiß ich, ab wann die dritte Reihe rum ist. Sehr hilfreich im weiteren Verlauf. So, jetzt haben wir hier 4 normale Stäbchen und aus diesem mache ich jetzt die Relief. Meine Reliefs zeigen nach vorne, da müsst ihr auch aufpassen, dass ihr die richtige Seite habt. Also häkeln wir diese jetzt auch nach vorne. Dann wieder 4 Stäbchen. Und wieder 4 Relief. Also der Pulli wird eine Innen- und eine Außenseite haben. Sehr gut erkennbar. Innen sieht es nicht so toll aus und dann von außen sieht es dann so aus. Ja, ich habe 20 Kästchen jetzt erst einmal hochgehäkelt und bin dann ungefähr 60 rein, ca. 60 cm. Und das bis unterm Ärmel. Und nun müssen wir das Ganze aufteilen. Und zwar im Vorder- und Rückteil. Wie ihr hier seht, habe ich mir immer die Marker gemacht, um nach 3 Reihen die Musterung zu wechseln und habe damit dann das Schachbrettmuster erzeugt. So, jetzt wie gesagt müssen wir aufteilen. Dazu werde ich die Seite mit den Markern, das werde ich mir so an die Seite drehen, damit auch die Naht an der Seite ist, auch wenn man diese so gut wie kaum sieht. Dann streiche ich mir alles glatt und setze mir links und rechts einen Marker. Ihr könnt euch auch die Kästchen abzählen, um hinten und vorne gleich viele Kästchen zu haben, aber das braucht man eigentlich nicht, wenn ihr glatt streicht. Achtet nur darauf, dass ihr keine halben Kästchen übernimmt für nach vorne und nach hinten, sondern links und rechts ein komplettes Kästchen dann am Anfang und am Ende habt. Und jetzt häkeln wir hier einmal separat vorne hoch und separat hinten hoch. Nach 18 cm Höhe, ich sage euch hier jetzt ganz bewusst keine Reihenanzahl, weil es kommt darauf an, wie breit euer Ärmel werden soll. Legt am besten einen gut sitzenden Pullover an und schaut, wie hoch ihr dafür häkeln müsst. Ich habe jetzt hier 18 cm hoch gehäkelt und es kommt auch immer darauf an, wie fest und wie locker ihr häkelt. Ja. Und für das Vorderteil setze ich hier dann nochmal separat den Faden an. Das bleibt nicht aus, um dann dort hoch zu häkeln.
Und halt hier auch immer den Musterverlauf einhalten, ne? Ich habe jetzt hier die Reliefstäbchen, also beginne ich hier mit normalen Stäbchen. Bei der Auswahl eurer Ärmelbreite auch ein bisschen darauf achten, dass sich das Muster sehr stark zusammenzieht. Hier habe ich euch nochmal gezeigt oder eingeblendet, wie das am Rückteil aussieht, und das Ganze häkle ich jetzt hier so hoch, um nachher nur noch die Schultern verbinden zu müssen. Ja, und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. So sieht es aus, nachdem ich jetzt Vorder- und Rückteil separat gehäkelt habe. Und dann können wir das aufeinanderlegen und haben unsere Ärmelaussparung. Jetzt müsst ihr euch nur entscheiden, wie breit eure Träger werden sollen und wie weit euer Halsausschnitt sein soll. Das kann jeder für sich selbst entscheiden. Auch da könnt ihr einen gut sitzenden Pulli anlegen oder halt nur links und rechts die Schulterspitzen vernähen und somit einen sehr weiten Halsausschnitt haben, um den Pullover vielleicht auch ein bisschen schräg tragen zu können. Ich habe mich hier für einen schmalen Halsausschnitt entschieden, also dadurch muss ich hier sehr viel Schulter zusammennähen. Und habe hier 2, 4, 6, 8, ungefähr 10 Kästchen hinten und vorne markiert für den Halsausschnitt. Ungefähr. Ja, und hier blende ich euch nochmal schnell ein, wie ich das Ganze vernähe. Und zwar mit dem Kautstich. Ich fixiere den Faden. Und dann steche ich immer einen halben Zentimeter am hinteren Häkelstück ein. Dann lege ich den Faden über, steche in die Höhe des Fadens dann am vorderen Häkelstück einen halben Zentimeter ein, lege den Faden dann auch wieder über, wieder in die Höhe des Fadens einen halben Zentimeter am hinteren. Und so wechselt ihr immer hinteres Stück, vorderes Stück, hinteres Stück, vorderes Stück, dann immer in den Kautstich, und so entsteht eine schöne flache Naht. Ganz easy. Ja, und so sieht das Exemplar dann aus, wenn alles schön vernäht ist. Wie ihr seht, die Schultern haben eine schöne flache Naht. Und dann können wir jetzt eigentlich nur noch die Ärmel dran machen. So, für die Ärmel habe ich hier schon mal angefangen. Das ist eigentlich kein Hexenwerk. Ich mache einen geraden Stich. Daher braucht ihr eigentlich nur unterm Ärmel ansetzen, erste Reihe Stäbchen verteilen. Und dann in der zweiten Reihe schaut ihr, dass ihr immer das entgegengesetzte Musterstück nehmt. Also hier habe ich Relief, also mache ich hier normale Stäbchen. Hier habe ich normal, also kommt da Relief. Und das dann immer im Wechsel, damit ihr das Muster so übernimmt, dass man den Ärmelansatz so gut wie kaum sieht. Ja, und dann heißt es auch hier wieder Runde für Runde die Richtung wechseln, damit die Naht schön unterm Arm in der Mitte bleibt. Und dann so weit häkeln, wie ihr die Ärmellänge für euch benötigt. So, also ich werde jetzt hier einfach gerade weiter häkeln und dann bin ich ja soweit fertig. So, ich zeige euch mal den anderen Ärmel. Also hier habe ich das gleiche gemacht. Nur durch den Farbverlauf sieht man einen leichten Übergang, ansonsten wäre der ziemlich unsichtbar. Und dann habe ich ca. 40 cm Länge gehäkelt, denn ich mache nachher noch ein breites Bündchen dran. Wer kein breites Bündchen haben will, der muss den Arm natürlich etwas länger häkeln. Ja, und das Ganze ist dann schön elastisch. Ja, und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Häkeln und dann sehen wir uns zum Bündchen. Kommen wir zum Schluss, und zwar zu den Bündchen. Die Bündchen halte ich recht schlicht, da mache ich mir Ribbündchen, die aus festen Maschen bestehen. Dazu schlage ich auch hier wieder eine direkte Kette an, diesmal aus festen Maschen. Dazu häkle ich 2 Luftmaschen, gehe in die erste Masche zurück, hole den Faden durch, ziehe beide Laschen auf gleicher Höhe, durch eine für den Boden und durch 2 für die feste Masche. Jetzt hat sich hier auch eine Masche gebildet. Da steche ich ein,
hole den Faden durch, beide Laschen auf gleiche Höhe, durch eine für den Boden und durch 2 für die feste Masche. Nächste gebildete Masche, Faden holen, durchziehen, beide Laschen auf gleiche Höhe, durch eine und durch 2. Einstechen, Faden holen, beide Laschen auf gleiche Höhe, durch eine und durch 2. Ihr könnt aber auch hier wieder eine ganz normale Luftmaschenkette machen. Ich werde 20 Maschen häkeln und dann mit festen Maschen zurückhäkeln. So, und dann jetzt erstmal bis auf 20 Maschen. So, kommen wir zur zweiten Reihe. Eine Wendeluftmasche und nun immer ins hintere Maschenglied, also in die hintere Lasche einer Masche einstechen und eine feste Masche häkeln. Setzt euch am besten immer am Anfang und am Ende einen Marker, denn diese Maschen verdrehen sich bei dieser Musterung gerne. Und dann heißt es ab hier auch wieder immer im hinteren Maschenglied, in die hintere Lasche einer Masche, eine feste Masche und das bis zum Schluss. Und am Ende in die letzte Masche auch nur in das hintere Maschenglied einstechen, denn wir möchten ja ein schönes elastisches Bündchen haben und da muss der Rand auch nicht fest sein. Für die nächste Reihe dann auch wieder eine Wendeluftmasche und auch hier wieder immer in das hintere Maschenglied. So, und indem wir Reihe für Reihe so häkeln, bekommen wir ein richtig schönes Rippbündchen. Schön elastisch und optisch auch sehr ansehnlich. So, ich werde dann jetzt erst einmal Reihe für Reihe häkeln, bis ich das Ganze einmal um mein Handgelenk herum bekomme. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Zurück nach 36 Reihen sieht das Ganze jetzt so aus und wir können jetzt gleich den Faden abschneiden und vernähen. Also ich kann problemlos reinschlüpfen. Das braucht man natürlich zweimal und dann sind wir mit dem Bündchen für die Ärmel soweit fertig. Das gleiche Bündchen nehme ich auch für unten, natürlich um einiges länger. Und da kann ich euch jetzt keine Reihenanzahl nennen, weil da müsst ihr für euch schauen, wie lang geht der Pulli und wo sitzt das Bündchen dann und vor allen Dingen, wie viel Reihen braucht ihr, damit das Ganze perfekt sitzt und ihr es auch problemlos nachher noch an- und ausziehen könnt. Aber gleiches Prinzip, auch mit 20 Maschen und gleiches Muster. Alles soweit vernäht. Nun drehe ich den Pulli auf falsch herum. Suche mir die schönere Seite aus. Bei mir sind jetzt beide eigentlich recht gleich. Stülpe das dann so rüber. Verteile das etwas. Ihr könnt ruhig ein bisschen zuppeln. Sobald ihr nachher den Pulli ausschlagt, zieht sich das alles wieder super zusammen. Und dann sehen die Ärmel auch nicht mehr so ausgelatscht aus. So, jetzt schaue ich mal eben. Achselbereich wäre hier. Also fangen wir dann auch hier an.
Hier allerdings müssen wir diesmal so annähen. Würden wir jetzt so mit dem Couchstich rumarbeiten, wäre das Ganze nicht mehr flexibel genug und ihr würdet womöglich mit dem Handgelenk später nicht mehr durchkommen. So, setze also hier Naht auf Naht, schön unterm Arm. So. Dann verteile ich nochmal alles so ein bisschen. Hier bleibt es auch gar nicht aus, dass ihr mal zwischendurch dran zieht. Aber wie gerade schon erwähnt, sobald ihr nachher fertig seid, einmal den Pullover ausschütteln und schon ziehen sich die Rippen auch wieder schön zusammen. So, und hier jetzt beim Vernähen recht dicht arbeiten, nicht zu weit auseinander, sonst habt ihr nachher Löcher. Und ab hier jetzt einmal komplett herum. Das Ganze dann auch am anderen Ärmel und am Bündchen unten. Und wer will, kann natürlich am Kragen oben auch noch, aber das lasse ich persönlich aus. Da mache ich mir nachher nur einen hauchdünnen Rand. Den häkel ich mir drum und dann sind wir auch schon am Ende dieser Anleitung angekommen. Ich hoffe, euch hat auch diese Anleitung gefallen und ihr seid gut mitgekommen. Vergesst nicht, eure Bewertung dazulassen, wie immer ganz, ganz wichtig. Ihr findet mich sonst noch auf Facebook und Instagram. Ihr könnt mir aber auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Und ansonsten gilt wie immer, lasst die Naht glühen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao, ciao.